Jean wants our help with something. We should go pay a visit to the Knights of Avonius when we have a moment. Wonder what's up this time. Tja, liebe Leute von heute, wir wissen jetzt genau, um was für eine Sache es sich hierbei handelt. Aber zuallererst einmal herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir jetzt doch im Nachhinein bei der Version 3.7 ein paar Sachen am Ende nicht so in Angriff genommen haben, wie ich es eigentlich gesagt hatte. Wir haben doch keine Einladungsereignisse gemacht. Wir haben doch recht wenig Genshin Impact gemacht nach dem Hauptevent von Version 3.7. Aber das werden wir jetzt auch erst einmal wieder in nächster Zeit ein bisschen korrigieren. Denn nun, mit dem heutigen 5. Juli 2023 ist es mal wieder soweit. Denn wie jedes Jahr seit dem Jahre 2021 im Sommer ist jetzt mal wieder Zeit für ein bisschen Urlaub. Aber dieses Mal ein bisschen anders. Denn nachdem wir im Jahr 2021 und 2022 immer mal wieder ein bisschen Urlaub auf dem Goldapfel-Archipel gemacht haben, geht es dieses Mal in das sagenumwobene Flaschenland. Das sagenumwobene Flaschenland. Sommer, Paradies, Mirage. Ein Sommer, ein Paradies, Wunder, was wird das alles wohl sein? Die glühende Sommersonne legt sich allmählich über das Land. Paimonds Vorschlag folgend seid ihr zum Hauptquartier des Ordo Favonius zurückgekehrt, nur um zufällig zu erfahren, dass ein ganz besonderes Abenteuer auf euch wartet. Oh ja, außerdem gibt es nach längerer Zeit auch mal wieder Jula. Und eine Neuordnung der Gestirne und ansonsten recht wenig. Aber ja, Sommer, Paradies, Mirage, ein magisches Abenteuer, was seinesgleichen suchen wird. Des Weiteren natürlich ja auch wurde vor kurzem ein kleiner Trailer zu einigen Charakteren aus Fontaine präsentiert. Und vor allem natürlich auch die Gegenspielerin von uns wurde sogar auch in einem im Trailer präsentiert zu Fontaine. Ja, eine der nicht mehr 11 der Fatui. Und da meine ich, ja, die Fatui haben ja überhaupt keine 11 Mitglieder mehr. Also deswegen, die Aussage, eine der nicht mehr 11 der Fatui. Ein Mitglied der Fatui ist sie. Aber wie schon gesagt, es sind keine 11 ja mehr. Alekino. Die mysteriöse Dame mit den X-Pupillen. Sie wird unsere Gegenspielerin sein um das göttliche Herz von Fontaine. Was ja eigentlich, wie ich ja schon mal erwähnt hatte, aufgrund eines Videos auf YouTube von irgendjemandem, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der das Ganze allerdings analysiert hat mit dem Schachbrett aus der Winternacht von Genshin Impact, müsste es eigentlich ja wirklich so sein, theoretisch, dass unser Abenteuer in Fontaine mit einem Unentschieden theoretisch enden müsste. Aber all das und vieles mehr werden wir höchstwahrscheinlich doch erst im September oder Oktober sicherlich erfahren. Damit rechne ich eigentlich. September oder Oktober, da wird dann sicherlich, wie das Finale sein. Des nächsten Akontenauftrags. Aber, wie dem auch sei, jetzt haben wir natürlich erstmal andere Sachen zu erledigen. Eigentlich würde ich jetzt so gerne Jula mal versuchen zu ziehen. Wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich sowieso ehrlich bin, machen wir es auch mal. Es wird nicht funktionieren. Nein, es wird nicht funktionieren. Das ist sicherlich 4 Sterne. Hey, Mika. Haben wir jetzt auch zum allerersten Mal gezogen. Ja, wieder mal 4 Sterne. Aber hey, interessante 4 Sterne. Okay, der erste Versuch mal wieder nix.
Der nächste Versuch auch gleich mal wieder nix. Wieder 4 Sterne. Thoma. Wir haben jetzt eigentlich schon mal mehr 4-Sterne-Charaktere gekriegt als sonst. Okay, dann mal ja, noch einmal weiter im Text. Okay, hat leider bis jetzt der Sack noch nicht funktioniert, aber hierbei gebe ich der Sack noch lange nicht auf. Und wo wir dann schon mal dabei sind, jetzt geht es mal weiter zum Ordo Favonius. Aber ja, bei diesem einen Trailer, der jetzt vor einiger Zeit herauskam und dann sowieso schon einige interessante Charaktere aus Fontaine vorstellte oder präsentierte, muss man wirklich sagen, dass der Archon des Wassers aktuell nicht gerade sehr, mit sehr viel Enthusiasmus an ihre Arbeit rangeht. Muss man sagen. Kein Wunder, dass sie anscheinend einen Assistenten besitzt, der sie wohl ein bisschen dazu motivieren muss, ihrer Arbeit nachzugehen. Aber ansonsten, ja. Charlotte kam darin vor, die beiden Magier-Geschwister oder Zauberer-Geschwister, die wir ja sowieso schon seit, mehreren Monaten sowieso aus Leaks kennen, wurden auch mal ein bisschen vorgestellt. Der eine, der eine hält sich nun wirklich, für den größten Zauberer in ganz Teyvat. Und ja, seine Schwester ist anscheinend die unscheinbarste Zauberassistentin in ganz Teyvat. Ja, interessant. Darüber hinaus wurde auch noch ein anderer Charakter vorgestellt, Freminet, wenn der jetzt wirklich so hieß, der ein Taucher sein soll. Und ich denke, auf jeden Fall, er müsste der 5-Sterne-Charakter auf jeden Fall sein, wenn Fontaine beginnt. Und ich bin jetzt, nicht beim Ordo Favonius. Aber ja, diese 3 Charaktere, Freminet, Lunette, Lunaire oder wie auch immer, wurden auf jeden Fall schon mal vorgestellt, auch in den Shorts von YouTube, also von Genshin Impact. Und ich gehe einfach mal davon aus, Freminet wird 5 Sterne sein. Und ja, die beiden Zauberergeschwister würde ich aktuell eher als 4 Sterne einschätzen. Höher würde ich die beiden wirklich nicht einschätzen. Aber hey, was dabei auch noch bestätigt wurde, auch im Nachhinein, da gab es schon mal den ersten Geo-Charakter aus Fontaine in diesem Video. Den Namen weiß ich jetzt nicht so genau, er müsste Navia oder irgendwie so gewesen sein. Irgendwas mit N im Namen. So, eine Einladung aus der Ferne, ein mysteriöser Brief. Großmeister Jean scheint in irgendeiner Angelegenheit nach Hilfe zu suchen. Geht zum Ordo Favonius und findet heraus, worum es sich dabei handelt. Gut. Was denn noch? Ach ja, außerdem wurde auch zum allerersten Mal ein Charakter in Genshin Impact mit einer Pistole vorgestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, mein erster Gedanke war dabei, sie müsste ein Katalysatornutzer sein. Aber seien wir mal ehrlich, meine Gedanken, zu den einzelnen Charakteren und was für Waffen die benutzen, war doch bisher eigentlich immer falsch gewesen, also wird sie sicherlich ein Schwert benutzen. Hey, Jean! We're here! Ah, Paimon and the Traveler. I've been waiting for you. Whoa. Looks like Jean wasn't the only one waiting for us. Klee and Kaya are here too. Oh, it's Paimon and Mr. Honorary Knight. It's been so long. Ja, in der Tat, es war wirklich jetzt schon eine halbe Ewigkeit her gewesen, wo wir Klee gesehen hatten. Wann war denn das letzte Mal gewesen? Wann war denn jetzt das letzte Mal gewesen? War es beim Weinlesefest? War das der letzte Augenblick gewesen, wo wir Klee, mal bei einem Event hatten? Gesehen hatten?
Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Na, das Weinlesefest müsste auch das letzte Event gewesen sein, wo Klee vorkam. Beim Gipfel der Beschwörung war sie ja nirgends dabei gewesen. Na, das müsste so gewesen sein. Ah, look who it is. You've caught me completely off guard this time. But then again, it's always a pleasant surprise when you two show up. Wenn ich eigentlich jetzt Kea mal ein bisschen genauer beäuge, fällt mir eigentlich jetzt erst gerade auf, dass er eigentlich überhaupt keine Augenklappe ja hat. Okay, er hat eigentlich eine Augenklappe, das Schwarze, aber im Großen und Ganzen würde ich mal eher meinen, dass die Augenklappe eine Narbe vielleicht verdecken würde. Gehe ich jetzt irgendwie davon aus. Hab zwar noch nie so drauf geachtet, aber das sieht ja eher danach aus, als würde seine Augenklappe eine Narbe verdecken. Guess we were so excited to see Jean again that we forgot to knock. I hope we didn't startle anyone. Wait a sec. You weren't talking about anything that we're not supposed to hear, were you? Naja, hat hier jemand was vom Hirschjäger bestellt? Da muss ich mich wohl im Weg geirrt haben. Hey, stop pretending like we're doing food deliveries. It's been a while since we last met, but I can see you two haven't changed one bit. Don't worry, we weren't discussing anything confidential. In fact, we were just talking about you. Maybe we should let the star of the story explain it in their own words. Yeah! Let me tell it! Let me tell it! A few days ago, I was reading Todoko Tales in the solitary confinement room when all of a sudden, whoosh! A letter came flying in through the window. Flying through the window? How does a letter fly? Like a bird does. It was flapping its wings. It could even talk. It said, well, it was a bunch of stuff I didn't understand. You couldn't understand? Then it must have been talking about how to avoid solitary confinement. Kaya? Just saying. We don't want to let a teachable moment slip by. Okay, I know. Anyway, the letter said, "Oh, Klee, are you behaving? I see you've wound up in the solitary confinement room again." Sorry about that. Mommy is busy these days and can't take you out to play. But there's good news. I have a friend who has very kindly invited you to visit her. Oh, so the letter's from Alice. Na, ist das nicht schön? In principle, yes. But the issue is that Alice's friend lives quite far from here. The letter says that Mom's friend lives in Sumeru. The Knights of Favonius could never agree to send Klee off to Sumeru on her own, but Klee is rather intent on taking Alice's friend up on this invitation. Yeah, I really want to go. Ich frage mich eigentlich wirklich, wann's endlich so weit sein wird, dass wir Klees Mutter, mal, persönlich treffen werden. Also in diesem Jahr schätze ich das Ganze nicht ein. Vielleicht ja im nächsten Jahr endlich mal. So langsam aber sicher müssten wir doch irgendwo sie mal antreffen können. Oder vielleicht ist sie ein ganz spezieller Charakter wie Dane, dass sie erst zum Ende, oder besser gesagt erst zum großen Hauptereignis des wahren Bösen erscheinen wird. Könnte ja auch sein. You see? So we were wondering, who can we send with her on the journey? Preferably someone who's a reliable hero and with a history of saving Mondstadt. Oh, so that's why you wanted to see us. I do apologize, but Klee gets along with you so well. We couldn't think of a more suitable choice. Sure, we can do that, no problem, right? Can you really, Mr. Honorary Knight? Klar, kein Problem. Yay! With Mr. Honorary Knight around, Klee
Bloß, wenn du in Sumeru bist, bitte jag sagt nix in die Luft. Das könnte sagt schnell den Mahamatras sein, nur auf den Plan rufen. Und das wäre sagt für uns beide sagt nicht gerade sehr schön. See, I told you that he'd agree. In that case, we'll leave Klee in the trusty hands of the traveler. And you too, Kaya. You should join them. I noticed you quietly completed that backlog of paperwork we had. You deserve the chance to unwind a little. Oh, so you noticed. Well then, I suppose I have no reason to refuse. Great! Things will go even more smoothly with Kaya around. Still, Sumeru is pretty far. It's gonna be a long journey. Don't worry. Mom's letter had a magic invite inside. Mom says we just have to all shout out where we want to go at the same time. And poof! We'll be there in the blink of an eye. Wow! Well, that'll definitely make things easier. It only works 3 times though, so we should only use it when we really need to. 3's plenty. 1 for the way there, 1 for the way back, and 1 extra, just for good measure. Sounds very mysterious. I still think we should use it sparingly. After all, we don't know the exact location of where we'll be headed, or what dangers we may encounter on the way. Here's what I suggest. Traveler, you're well connected. I'm sure you must have friends who are familiar with Sumeru. I say we start by teleporting to one of them. Also nun wirklich einen einheimischen Freund? Wir haben, sagt mehrere. Wie schon gesagt, wir hätten da, sagt Saino, wir hätten dort, sagt Tainari, wir hätten dort Kolei, wir hätten dort, sagt Nahida, wir hätten, sagt dort Dea, wir hätten dort, sagt wie hieß er, sagt jetzt noch die aus dem Aru Village? Wir hätten, sagt die Hydro-Charaktere mit dem Schild und Speer. Candice. Wir hätten dann, sagt sowieso, sagt auch noch den Hutkerl. Aber den wollt ihr sicherlich, sagt nicht treffen. Und ein Einheimischer ist er in diesem Sinne eigentlich auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Wüsste ich auf jeden Fall, wo es hingeht. It'll give us a chance to test out the magic invite, and also find ourselves a local guide. Es wird Kolei sein. That kinda makes sense. And since it has 3 uses, there's no point letting one of them go to waste. Sie ist ja auch auf alle Fälle im Titelbild dabei. Couldn't have put it better myself, Paimon. So, do you have a particular contact in mind? Well, we need someone who's familiar with Sumeru and can be our guide. So, sounds like we need a forest ranger. And everyone knows that the best place to go looking for a forest ranger is a little place called... Gandava. That's the one. Maybe we can get Tainari to help us. Alright, Gandharvaville it is. Okay, I'm happy wherever we go, especially with Kaya and Mr. Honorary Knight. We should be on our way then. If you'll excuse us, Acting Grandmaster. Yes, let the wind lead. I wish you a safe journey. And Klee... I know. I'll be careful, I promise. Great. Okay, here goes nothing. Take us to... Gandharvaville. Gandharvaville. Yo, Gandava. Grand Arbor Hill! Falsch. No, it's not a hill. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wo landen wir jetzt? Landen wir noch nach Gandava oder jetzt in irgendeinen zufälligen Ort in Sumeru, der zufälligerweise genauso heißt, wie Klee ihn ausgesprochen hat. Mal sehen. Hangada. Es wäre eigentlich auch interessant, wenn wir auf Aranara treffen würden. Mit Klee. Aber das wird wohl kaum geschehen. Oder vielleicht doch?
Wer weiß. Wir sind in Sumeru. We made it. Paimon was sure we were about to end up someplace super weird. Doch wir sind, er sagt, nicht in Gandhara. Sorry, it was an accident. It's okay, Klee. Good news is this magic invite really does work. Fascinating. One moment we're in Mondstadt, the next we're in Sumeru. So this is where Mom's friend lives? Wow! There are so many big flowers! Oh, and jumping mushrooms! Oh, you ain't seen nothing yet. Sumeru's full of strange stuff like this. Okay, so wie es aussieht, sind wir vielleicht, er sagt, doch in der Nähe von Gandhara gelandet. Like, Schweine, auf denen Pilze wachsen. Oh, yeah. Paimon was pretty creeped out the first time we saw one of those. Listen carefully, Klee. Those jumping mushrooms are called fungi. They may look cute, but if you get too close to one, it'll try to hit you with its cap. Really? Okay, well, I'll hit it back with my cap. And then I'll hit it with the hood on my jacket, too. I'll definitely win if it's 2 hats against 1. Nicht schlecht, Klee. As long as playing with hats doesn't escalate to playing with bombs. But Klee's our friend, so we should be able to convince her to keep this trip explosion-free. Right? Uh-huh. I'll be extra careful not to blow anything up. I mean, I'll try my best. Aw, that's very good of you, Klee. You're being very grown up today. Yep, I'm super grown up. I'm already the Spark Knight. Okay, Spark Knight. Well, keep up the good work, because very soon we'll be introducing you to a friend of ours called Tighnari in Gandharville. Okay, theoretisch müssten wir... Ja, wir sind, er sagt, wirklich in der Nähe von Gandhara. Naja, höchstwahrscheinlich hat der Sack jetzt der magische Brief von Klee den nahegelegensten Ort genommen, der so ähnlich wie Gandhara klingte. Oder einen auf jeden Fall in die Richtung teleportiert, was so ähnlich sich anhört. Was macht denn die Jule hier? Hey, look! It's Kale! Huh? And is that Yula with her? What's she doing in Gandhar? Das finden wir jetzt heraus. I've definitely heard the other forest rangers mention somebody dressed like that before. I see. Then it looks like my suspicions are correct. Who do we have here? Traveler and Paimon! Huh? Oh, Kaya and Klee are here too! Hi, Colin. It's been ages. Kale! Yula! What are you two doing here? Well, that question's really more for Yula. Ach, Moment mal. Warte mal. Als er sagt doch... Sino, Tighnari und Klee doch er sagt Urlaub in Mondstadt gemacht haben. War Klee da nicht eigentlich auch dabei gewesen? Das ist ja schon so lange her, das weiß ich überhaupt nicht mehr so genau. Aber das könnte ja Sack sein. Ja, sie müsste dabei gewesen sein. What a coincidence. I didn't expect to run into a fellow Favonian captain this far from Mondstadt. How's the vacation going? Seriously? Bring the whole crew, why don't you? Is it just Paimon, or does Yula not look particularly thrilled right now? Naja. Kümmere dich nicht darum. Oh, cool! Great idea! Let's go! If you're trying to accommodate me, there must be some misunderstanding. I'm fine. There's nothing embarrassing about running into colleagues in the wild. But earlier
earlier you were... Great. Well, I'm sure there's a fascinating reason behind why you're all the way out here in Sumeru. Do share it with us. Kea genießt diese Szene sichtlich. If you must know, it's a little complicated. But simply put, I'm searching for a cousin of mine from the Lawrence clan. He went missing recently, and after searching his home, we found evidence that led us here. He appears to believe that somewhere in Sumeru lies the key to restoring our clan to its former glory. He came all the way to Sumeru for that? What was he going to do? Enroll at the academia? Das wäre ein ziemlicher Umweg, um sein Ziel zu erreichen. I doubt he came here to learn. He's much too old to start getting a basic education now. And from what I know of him, I doubt he has any interest in intellectual pursuits. All he cares about is restoring his clan's honor. Nothing wrong with that idea in principle, but I'm not certain how fanatical he is about it. So, there's no knowing what lengths he might go to. As a knight and a member of the Lawrence clan, it's my duty to make sure he doesn't bring harm to others. Oh, if this is true, then your cousin is quite a man of action. Traveling alone to Sumeru from Mondstadt is no mean feat. Nor is daring to make me personally concerned about his safety. He has no idea what's coming to him. You know, underneath it all, Paimon thinks Eula's a really caring person. Yeah, she's the best. She brought me some moon pie last time. He is family, after all. Anyway, I will make sure to find him and escort him safely back to Mondstadt. Du leistest großartige Arbeit, Eula. Now, back to you. How and why did you all suddenly show up here? Urlaub. Ihr erklärt Eula und Klee, warum ihr hier seid. I'm afraid that could be tricky. Master Tighnari is still at Paradies delivering his lectures. He isn't due back for a while. But I think I'll be able to help out. The description in the invitation letter is vague, but I'm pretty sure it's hinting at somewhere in the desert. The desert? Does that mean Mom's friend is from the desert? I guess I'll call her Auntie Desert for now. I remember Mahamatra Sino once told me a strange rumor about that part of the desert. They say there's a secret domain there that can make all of your wishes come true. Wait. He said I should just call him Sino. I keep forgetting that. A domain that makes people's wishes come true. Wow. So is it true? Does it really exist? I probably would have believed it a few years ago. But now that I'm a little older and wiser, I think it makes sense to be more skeptical about things like this. This explains a lot. The domain could well be a myth, but he probably figured he had nothing to lose. If you intend to search for this place, then please allow me to join you. Erlaubnis My erteilt. cousin has quite a collection of books about Sumeru desert mythology on his shelves. I highly suspect that he, too, is looking for that domain. Can I come too? I think you might need me there. You'll definitely need a local guide while you're in Sumeru. And I think I have what it takes to be that person. Plus, it's a forest ranger's duty to bravely lend a helping hand to others in need. We have every confidence in your abilities, Klee. Our party grows bigger and stronger still. What say you to this, Captain Klee? I think it's super cool! I read in a storybook that on your own you can only have a drop of happiness, but in a group you have a whole ocean. So I'm sure Mom's friend will be super happy if I show up to visit and bring a whole bunch of friends with me. That's the spirit. In that case, let's get the magic invite to take us there. Klee holt die magische Einladungskarte hervor und alle lesen zusammen laut den darauf aufgeschriebenen Ort vor. Na, jetzt bin ich mal gespannt.